Hallo und willkommen zur Januarausgabe von Go Queer, unserer ersten Ausgabe im Jahr 2020. Wie immer haben wir News und Tipps für euch vorbereitet und eine kleine Vorschau darauf gebe ich euch jetzt mal. In den News haben wir unter anderem Auszeichnungen für queeres Engagement in den USA, unseren Unsinn des Monats, denn Sojaburger verweiblichen Männer, und ein Botschafter setzt sich für LGBTI-Rechte ein und muss dafür seinen Posten räumen. In den Tipps hat Robert für euch die zweite Staffel von Sex Education, Everything is Free und das neue RBB-Format Queer for You. Aber wie immer fangen wir mit dem Intro an. Dankeschön, Robert. Und damit fangen wir dann auch gleich mit den News an. Zuerst, die US-amerikanische LGBTI-Organisation GLAAD hat Preisauszeichnungen an Janet Mock und Taylor Swift vergeben. Janet Mock ist eine Transmoderatorin und Produzentin und erhielt den Stephen F. Kolsak Award für queere Medienpersönlichkeiten, die viel für die Akzeptanz der LGBTI-Community getan haben. Zu den vorherigen Preisträgern gehören unter anderem Sean Hayes und Jim Parson. Taylor Swift hat ihr erstes politisches Statement in 2018 abgegeben, in dem sie sich für LGBTI-Rechte eingesetzt hat. 2019 hat sie eine Petition gestartet für ein USA-weites Antidiskriminierungsgesetz, das sexuelle und geschlechtliche Minderheiten schützen soll. Ihr Song You Need to Calm Down wurde mit einem Video mit diversen queeren Promis veröffentlicht. Unter anderem dabei waren Ellen DeGeneres, Adam Lambert und Laverne Cox. Dafür erhält sie jetzt den Vanguard Award für besonderes Engagement für LGBTI-Rechte in der Entertainment-Szene. Zu den vorherigen Preisträgern gehörten unter anderem Jay-Z, Beyoncé und auch Britney Spears. Und wo wir gerade bei der Entertainment-Szene sind: Viele von euch haben ihn sicher gesehen, Rise of Skywalker, Aufstieg des Skywalker. Regisseur J.J. Abrams hat die queere Community hierzulande vermutlich etwas enttäuscht, nachdem er groß angekündigt hatte, es gäbe ein gleichgeschlechtliches Paar im Film. Wenn euch das jetzt überrascht, relativ zu Ende, leicht zu übersehen, im Hintergrund küssen sich zwei Frauen. Aber selbst das ist in Singapur und auch Dubai noch zu viel. Die Szene wurde geschnitten. Überraschend ist es jetzt leider nicht, denn Singapur verbietet die gleichgeschlechtliche Ehe und stellt den Sex zwischen Männern mit bis zu 15 Jahren Haft unter Strafe. Filme, die gleichgeschlechtliche Liebe zeigen, sind dort grundsätzlich nicht jugendfrei, also entweder ab 18 oder sogar erst 21 Jahren. Wenn man sich das vor Augen führt, dann stand die Entscheidung bei dem Film also nur, ob er ab 13 Jahren oder ab 18 Jahren eingestuft wird. Und man hat sich für ab 13 Jahre entschieden, weil damit mehr Publikum in die Kinos zu locken ist. Doch wem nützt das am Ende? Natürlich Disney, weil es mehr Geld einbringt. Und hier muss man doch ganz klar sagen, wurde die Chance verpasst, wenigstens auch in Singapur mal ein bisschen LGBT zur Normalität zu erklären. Also kurz gesagt, während Regisseur J.J. Abrams sich zumindest dachte, naja, wir verbeugen uns mal gegenüber der LGBTI-Community, das waren halt seine Worte diesbezüglich, meint Disney gleichzeitig Verbeugung, am Arsch. In dem Zuge frage ich mich, wie war eigentlich Frozen 2 in Singapur zu sehen? Ich meine, wo Elsa doch lesbisch angelegt ist, so ohne Hauptcharakter, ein Film. Ja, aber im Endeffekt geht es eben immer ums Geld. Aber in der Filmbranche, da gab es jetzt einen interessanten Fall in Brasilien. Denn da sollte jetzt das Netflix-Original Die erste Versuchung Christi, eine Komödie, ausgestrahlt werden, in der Jesus nach seinen 40 Tagen in der Wüste mit seinem Freund wiederkommt. Das hat natürlich gewissen homophoben und fundamentalistisch-religiösen Gruppen überhaupt nicht gefallen.
Und die haben dann genug herumgestänkert, dass der Film erstmal verboten werden sollte. Hat dann allerdings nur einen Tag gehalten, denn das oberste Gericht in Brasilien hat entschieden, dass eine Satire, eine Komödie, keine 2000 Jahre alten Werte zerstört. Ja, und von dem Studio, was jetzt diese Jesus-Parodie gemacht hat, folgen als nächstes die 7 geilen Peitschenhiebe des Allah, Butter im Poppersrausch, Polyamorie auf dem Olymp, Thor fickt Nazis und Hentai Adventures of Flying Spaghetti. Bin mir ziemlich sicher, dass das mit der Polyamorie im Originaltext, aber auch egal. Deutlich ernster ist das, was dem jungen Friseur Kevin Bacon passiert ist. An Heiligabend hatte er sich über Grindr zu einem Date verabredet und wurde dann 4 Tage später von der Polizei ermordet aufgefunden. Sein Date hatte ihn erstochen und dann zum Ausbluten aufgehängt und dann auch Teile seiner Leiche verspeist. Prominente zeigten daraufhin Anteilnahme. Der Make-up-Artist Jeffree Star zum Beispiel spendete $20.000 für die Beerdigung, auch weil Kevin Bacon ein Fan von ihm war. Und sein Namensvetter, der Schauspieler Kevin Bacon, hat ebenfalls seine Anteilnahme auf Social Media ausgedrückt. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn das alles nur als Missverständnis am Ende doch rauskommt. Denn, naja, vielleicht hat der Mörder erstmal bloß den Nachnamen von Kevin Bacon gehört und dann war er vielleicht sogar noch blind und es hat an der Tür geklingelt. Also was soll man da machen? Nee, egal, bei allem Spaß. Von uns natürlich auch die aufrichtige Anteilnahme, auch allen Angehörigen. Und wir machen die Witze eigentlich nur, weil Satire ja doch alles darf und dürfen muss. Also wenn Satire alles darf. Essen 2 Kannibalen einen Clown. Ja, Themenwechsel. Es sollte eine wunderbare, wunderschöne Hochzeitsreise werden. Die Flitterwochen mit einer Kreuzfahrt zu verbringen, das hatte ein britisches Ehepaar, bestehend aus 2 Männern, vor. Leider machte ihnen dabei die Besatzung des Schiffes einen Strich durch die Rechnung. Immer wieder wurden sie von Teilen des Personals auf großen und kleinen Wegen diskriminiert. Schon angefangen damit, dass sie, obwohl sie ihre Reise explizit als Hochzeitsreise gebucht hatten, getrennte Betten bekamen. Als sie das anmerkten, wurde mit Spott reagiert. An der Bar verweigerte man ihnen den Service. Als sie tanzten, wurden sie bloßgestellt und ausgelacht. Selbst im Unterhaltungsprogramm fanden sie transphobe und rassistische Witze. Der Anbieter TUI hat ihnen während der Fahrt noch eine Mahlzeit und Champagner als Entschädigung angeboten. Das Paar sagte, dass es sich trotzdem nicht mehr sicher gefühlt habe an Bord. Und wer kann es ihnen verwehren? Immerhin, TUI meint, sie werden die Sache noch aufklären. Erinnert ihr euch vielleicht noch daran, oder habt ihr den Jahresrückblick gesehen, wie wir Anfang letzten Jahres von der Emirates Airline berichtet haben und ich dazu aufgerufen habe, da müssten wir eigentlich mal einen Flashmob machen an Bord. Also nach den Emirates wäre TUI jetzt eigentlich so der nächste Kandidat, ne, für so einen schönen Kuss-Flashmob auf der Kreuzfahrt. Wobei, na, vielleicht besser nicht. Also ich glaube, so eine Kreuzfahrt produziert doch zu viel miefige Luft. Und die Schiffe selbst sind auch nicht umweltfreundlich. Ja, und nicht alle von uns sind gegen Seekrankheit gewappnet. Etwas positiver kommt es aus Belize. Dort hat das Verfassungsgericht das Verbot von Homosexualität aufgehoben. Damit ist es das letzte Land von Mittelamerika, das so ein Verbot für verfassungswidrig erklärt. Sex zwischen Männern war zwar von 1988 bis 2003 legal, stand aber seitdem wieder mit bis zu 10 Jahren Haft unter Strafe. Umfragewerte aus 2013 belegen dabei, dass die belizische Bevölkerung eine der schwulenfreundlichsten in der Karibik ist. Trotz dieser guten Nachricht sollte man vielleicht erwähnen, dass schwule Ausländer die Einreise aufgrund der sexuellen Orientierung verwehrt werden kann. Jetzt neu im Urlaubsprogramm die TUI-Kreuzfahrt nach Belize, speziell für Schwule.
die dann an Bord bleiben müssen. Naja, aber anschließend geht's dann nach Sambia, denn Da haben wir auch noch gewisse Probleme in der Gesetzgebung. Sambia liegt in Südafrika und dort wurden vor kurzem 2 schwule Männer, nachdem sie gefoltert wurden, wegen gleichgeschlechtlichem Sex zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der US-Botschafter Daniel Foote kritisierte das Urteil und die Gesetzgebung, die so ein Urteil überhaupt erst möglich macht. Der Präsident von Sambia erklärte ihn daraufhin kurzerhand zur persona non grata und weigerte sich, weiter mit ihm zu arbeiten. Die US-Regierung hat beschlossen, dass Foote abgezogen wird, allein schon, weil die sambische Regierung eben nicht mehr mit ihm arbeiten will. Sambia ist insgesamt extrem homophob, vorangetrieben auch unter anderem durch die Kirche, die erst vor einigen Jahren forderte, dass das Verbot beizubehalten sei, obwohl dadurch geringere Entwicklungshilfezahlungen anfallen. Auch die hohe HIV-Rate wird immer wieder zitiert, denn Präventionsarbeit ist bei einer solchen Gesetzgebung praktisch unmöglich. bevor jetzt alle wieder auf Amerika schimpfen, lasst uns den Fall einfach mal etwas differenzierter betrachten. Denn wenn man sich anguckt, Sambia verweigert die Zusammenarbeit mit diesem Botschafter. Und der Botschafter hat ja doch auch eine gewisse Aufgabe in dem Land und soll ja auch die Interessen seines Heimatlandes dort vertreten. Und wenn da jetzt natürlich die Blockade gegen eine ganz bestimmte Person besteht, die jetzt einfach gar nichts mehr anrichten kann, ja gut, was bringt dieser Botschafter in dem Land noch? Ja? Also das Engagement wirklich in allen Ehren, aber ich glaube, an der Stelle müsste man dann wirklich wieder diplomatisch vorgehen, sonst läuft man einfach nur gegen Wände. Und gerade die USA, insbesondere Donald Trump, ist ja der richtige Meister der Diplomatie. Ja, zum Beispiel auch genial, keine Waffenschläge im Irak, zum Beispiel gegen iranische Militärlegenden auszuführen. Jay, warum befürchtet die Welt jetzt nochmal um den Jahreswechsel einen dritten Weltkrieg? Weltkrieg weiß ich nicht, aber der Herr Trump möchte wohl noch eine Weile im Amt bleiben und denkt sich, dass einen Krieg anzuzetteln damit wohl eine gute Idee ist. Aber wo wir gerade von den Rechtsextremen reden. Dort brodelt's in der Gerüchteküche. Denn Sojaburger machen anscheinend trans. Oder schwul. Oder beides. Wer sich auf Seiten wie 4chan oder ähnlichen herumtreibt, der kennt schon länger das hartnäckige Gerücht, dass Soja Männer verweibliche. Das wurde jetzt neu befeuert durch den Impossible Whopper, den fleischlosen Burger, den Burger King rausgebracht hat. Die Behauptung ist, dass durch das Soja so viel Östrogen zugeführt würde, dass Leute weibliche Webenszüge bekommen würden. Wie Homosexualität, Brüste und emotional-soziale Intelligenz. Fakt ist, dass Sojabohnen Phytoöstrogene enthalten. Das ist aber nicht das gleiche wie Östrogen. Und Männer aus Kulturen, die traditionell viel Soja essen, im asiatischen Raum zum Beispiel, die existieren. Ohne Brüste. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir täglich Fastfood und einen Burger nach dem anderen reinpfeifst, dann sind das keine Östrogenbrüste, die du da kriegst. Das ist einfach nur Fett. Aber da sieht man mal wieder, ja, wie solche rechte Fake-News-Propaganda und diese rechten Fake-News-Trolle so funktionieren. Immer schön ein Thema hochhalten und man glaubt es vielleicht auch jeder oder nur jeder Zweite, sollte ja ausreichen. Von daher passt bloß auf, was ihr so lest in den Online-Medien. Ja, nicht alles stimmt und auch nicht alles bringt euch Östrogenbrüste rein. Wäre zwar schade für Trans, also dass es nicht funktioniert, ja, auch eine coole Idee. Spart man sich eventuell Arztkosten, aber Ja, ist dann wohl doch noch nichts mit der billigen Alternative zur Hormontherapie. Reality-Star Roddy Alves hat sich als trans geoutet. Die Britin stammt ursprünglich aus Brasilien und ist bekannt für ihre diversen Schönheits-OPs, um sich der Barbie-Figur Ken möglichst ähnlich darzustellen. Über 100 Operationen hat sie inzwischen hinter sich. Bekannt ist sie auch aus Reality-TV-Formaten wie Celebrity Big Brother, wo sie allerdings in 2018 gefeuert wurde, da sie rassistische Schimpfwörter benutzte. Am 5. Januar hat sie sich jetzt als Frau geoutet und angekündigt, weitere Operationen zur Geschlechtsangleichung vornehmen lassen zu wollen. da sage ich nur herzlichen Glückwunsch.
vielleicht lässt sich die Eingleichung sogar über Mattel etwas gegenfinanzieren. Wir haben ja in einer der letzten Sendungen im letzten Jahr darüber berichtet, dass Mattel Puppen rausbringt, die man weiblich, männlich, vielleicht auch divers stylen kann, wodurch ja doch Geschlechterklischees aufgebrochen werden, was wir auch einen sehr guten Schritt finden. Und das scheint Mattel jetzt wirklich nicht genug zu sein. Jetzt muss es auch rein in die reale Welt. Jetzt wird daraus vielleicht sogar eine riesengroße Marketingkampagne gemacht. Und ja, Humankin wird nun zur Human Barbie. Klingt jetzt nicht unbedingt gesund. Aber das war's dann auch schon mit den News. Jetzt hat Robert noch ein paar wirklich coole Tipps für euch. Stellt euch vor, ihr wärt Sohn oder Tochter einer Sextherapeutin. Nicht auszumalen, durch welche Hölle man gerade in der Teenie-Zeit geht, oder? Otis Milburn macht derweil das Beste draus. Er startet nämlich sogar einen Sextherapiedienst für seine Mitschüler, weil er einmal selbst weiterhelfen konnte bei einer sexuellen Problemfrage. Und das ist eigentlich schon der Inhalt der Serie Sex Education. Nachdem dann ein Schuljahr lang sämtliche Sexprobleme der Schüler seiner Klassenstufe durchgenommen wurde, geht es jetzt in die zweite Staffel. Ob es sich lohnt, fragt ihr? Naja, das Internet ist voll von Kommentaren. Hat beispielsweise jemand die Frage gestellt, also für einen Freund gestellt, der es für seinen Neffen herausfinden soll, auch ob es sich lohnt. Und jemand anders hat halt geantwortet, dass er von dem Bruder seiner Freundin, die mit seiner Mutter aufgewachsen ist, dann wiedergeben kann, dass es sich doch, also wahrscheinlich guckt das bloß der Onkel vom Hund meiner Tante oder so. Aber schaut mal rein. Ich mag Ola sehr. Und sie mag mich auch. Und wir werden heute Sex haben. Ja, ihr werdet heute Sex haben, ja! Ganz ruhig bleiben. Ohne Sextherapie und ohne Drama. Und jetzt ist alles gut. Aber das Herz will, was es will. Manchmal passt es einfach nicht mehr. Ihr kennt euch schon? Du solltest ihm sagen, was du fühlst. Was hast du zu verlieren? Otis? Was? Was? Unser nächster Film führt uns nach Kolumbien. Mensch, wir machen ja eine ganze Weltreise heute. Egal. Ivan Mahler lebt recht unbeschwert dort und bekommt jetzt auch noch Besuch von seinem besten Freund Christian. Was kann man sich Besseres wünschen? Doch auch Christians Bruder Cole ist mit dabei. Und während Cole behauptet, nicht schwul zu sein, entspinnt sich trotzdem eine Romanze zwischen Ivan und Cole. Jetzt auch die Frage an euch. Also was würdet ihr davon halten, wenn euer bester Freund was mit eurem Bruder anfängt? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wer vielleicht am Fernseher zuguckt, nehmt euch einen Klebezettel und schreibt es einfach unten drunter. Die Reaktion von Christian übrigens könnt ihr in dem Film Everything is Free ab sofort anschauen. Er ist ab 31. Januar auf DVD erhältlich. Dude, you're fucking here! Don't touch him, okay? He's not like you.
You fell in love with a straight boy, and his brother got really upset. What I don't know is if we actually fell in love or not. Everything in this world is absolutely free. Mit End of the Century haben wir einen richtigen Geheimtipp mit Überraschung für euch. Er beginnt zwar eigentlich erst etwas ereignislos mit den Urlaubstagen von Ocho in Barcelona, doch dieser beobachtet immerhin von seinem Balkon einen attraktiven jüngeren Mann. Und wie ihr vielleicht selbst wisst, ist es doch recht schwierig mit dem Kontaktaufbau am Anfang, gerade gegenüber Fremden und mit dem Flirten. Aber bei der dritten Begegnung klappt es dann doch und Ocho traut sich, Javi in seine Wohnung einzuladen. Ab hier beginnt eine typische Kennenlernstory mit allem drumherum. Und nach der ersten heißen Nacht ist nicht Schluss mit dem Ganzen, sondern beide lernen sich auf der Dachterrasse noch weiter und besser kennen. Und wir sie auch. Ocho kommt aus Argentinien, ist Dichter, lebt in New York und hat sich kürzlich nach 20 Jahren Beziehung getrennt. Javi lebt in Berlin, ist dort seit 2 Jahren in einer offenen Ehe und hat sogar eine kleine Tochter. Und während er das so erzählt, meint Ocho, das kommt ihm irgendwie bekannt vor, so als hätten die beiden sich schon mal gesehen. Und Javi sagt, ja, haben wir auch. Hier beginnt eine Rückblende nach 1999, auch wieder ins Barcelona, wo in anderen Filmbiografien genau für die Liebesgeschichte entworfen scheinen, prallen hier 2 Leben zusammen, in denen für besagte große Liebe eigentlich gar kein Platz mehr ist. Aber wie geht man mit einer neuen Person in seinem Leben um, wenn man sich in diesem eigentlich schon fertig eingerichtet hat? Ja, wie das genau klappt und was vielleicht 1999 schon passiert ist, warum sich die beiden kennen, das könnt ihr auf DVD gucken. Die ist ab 31. Januar im Handel. 3 Tage vorher, am 28.01. läuft der Film bereits im Kino Studio Glück auf in Essen. Und ab Mitte März, 20.03., ist er dann auf allen Videoplattformen verfügbar. ¿Y esto quiénes son? Ay, ¿no te he presentado? No. La tía Tarrusé. ¿Ah? Unos espaguetis riquísimos. Que te vi caminando a la mañana desde el balcón. ¿Qué pasa, que vives en el balcón? Sabes, tengo una sensación extraña. Siento como que ya te conozco desde antes. Claro, ya nos habíamos conocido. ¿Tú estás casado? No. ¿Tienes novio? No, tampoco. ¿Has tenido alguna relación larga? Sí, 20 años. Joder. Me cansé de envidiar a la gente que tiene libertad total. Extrañaba estar solo. ¿Y ahora? ¿Sigues extrañando estar solo? Unser nächster Tipp ist wieder eine Serie. In Vogue geht es um die Hauptfigur Isham. Er ist 22 Jahre und stammt aus einer muslimischen Familie. Dort fürchtet er allerdings Homophobie und haut einfach von zu Hause ab. Nun ist Thibaut, der in Lyon lebt, der einzige schwule Mann, den Isham kennt. Und so fährt er nach Lyon, kommt bei ihm sogar unter und zwischen den beiden knistert es sogar. Thibaut hingegen ist Aktivist der G-Spot LGBTQ Center Gruppe und ist dort in einer Kampagne inbegriffen gegen den homophoben Sprecher des dortigen Bürgermeisters. Ja, und neben diesem Inhalt kommt auch beispielsweise ein überraschender Besuch von Ishams Schwester mit dazu.
In der zweiten Staffel ist Thibaut mittlerweile Vereinspräsident von G-Spot und ziemlich radikal unterwegs. Und dieses aktivistische und teils auch wirklich verlogene Vorgehen passt Isham gar nicht. Und so kehrt er G-Spot den Rücken. Neu in seinem Leben sind nun gleich 2 weitere interessante Typen. Und wie er nun damit umgeht, das könnt ihr dann in der zweiten Staffel sehen. Beide Staffeln gibt es auf DVD und auch auf Video on Demand. Quand je l'ai vu, il était assis juste là. Je voulais lui parler, j'attendais le bon moment. J'ai un truc important à te dire. C'est quoi? Mais les trans, ils sont pas comme nous, c'est un autre sujet. Toi, tu préfères rester le petit con qui savait plus où se foutre parce que Claude portait une robe. J'en ai vu des types se saboter, mais alors vous, franchement... La mairie a ordonné une fermeture administrative du local. Et ça va durer quoi? Une semaine? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si tu nous dis rien? Y'a rien à faire et tu le sais. On peut passer 1 heure tout le week-end, je m'en fous, mais je bouge pas de là. Une boîte noire là. Mais la famille, Hicham... Nadjat, la famille, c'est les gens qui t'acceptent comme tu es. Votre problème à vous, c'est que vous croyez qu'on peut changer le monde en lui tapant dessus. Thibaut est dans la place. Ils ont le droit d'être en colère. Si t'es pas capable de comprendre ça, ta marche, elle vaut rien. Alors unissez-vous et venez vous battre avec nous, bordel. Unser letzter Tipp für euch ist eine deutsche Produktion. Hier geht es um 4 queere Experten, die Menschen helfen wollen, die Unterstützung brauchen. Hier wollen sie auch Mut machen und so wird in jeder Serie, in jeder Folge eine Person ausgewählt, die nun Tipps bekommt für ihre Lebenssituation, für das Zuhause und auch für Styling. Also auch dazu, eine Person zu werden, die sie gern sein möchte. Das Ganze wirkt leider etwas oberflächlich, denn Beauty, Styling, ja, die Einrichtung des Heims, Kleidung, all das wird eben zur Sprache gebracht. Also es geht wirklich vorrangig um Äußeres und das Aussehen an sich und erinnert dann schon mehr so an Serien wie Pimp My Car oder auch Einsatz in 4 Wänden. Und man muss auch nochmal unterstreichen, dass nicht die auserwählten Personen queer sind, sondern wirklich diese 4 Experten, die, so scheint es tatsächlich, eher so queere Modeansichten in das Leben der quasi Normalos hineinbringen sollen. Immerhin ist auch davon die Rede, dass es um Wertvorstellungen, um Toleranz und Selbstakzeptanz geben soll. Aber wer weiß, wie sehr das tatsächlich in den Vordergrund rückt. Die bisher 3 Folgen könnt ihr euch in der RBB-Mediathek ansehen und euch auch selbst ein Bild machen. Immerhin, wem Queer Eye gefallen hat, der könnte auch dieses Format mögen. Aber das war's dann auch mit den Tipps. Und auch unsere Episode Januar 2020 ist damit zu Ende. Wir bedanken uns für alle, die uns zugesehen haben, ob sie uns jetzt schon seit Jahren zusehen oder vielleicht heute zum ersten Mal. Vielleicht sogar auf einem unserer neuen Sendeplätze, von dem wir jetzt quer durch Deutschland eine ganze Menge haben. Aber ich muss mich hier leider verabschieden und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Monat wieder. Tschüss!